Ja, hallo, wir sind Kathi und Stefan. Wir arbeiten als Fremdenführer in Wien und wir dürfen euch zu einem neuen Video begrüßen, das sich heute um den 15. Mai, um die Unterzeichnung des Staatsvertrages und den langen Weg bis zu dieser Unterzeichnung drehen wird. Der Staatsvertrag ist auch gleichbedeutend mit der vollkommenen Unabhängigkeit Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich beginnt diese Geschichte des unabhängigen Österreichs aber schon mitten im Zweiten Weltkrieg. Es kam im Jahr 1943 zu einer Verhandlung der alliierten Mächte in Moskau. Bei dieser Verhandlung wurde ausgemacht, wie mit Europa nach 1945 zu verfahren sei, auch wie mit dem Deutschen Reich zu verfahren sei. In einer Note wurde auch Österreich erwähnt. Diese Note wird dann sehr bekannt in der Geschichte als Moskauer Deklaration. Es waren eigentlich nur wenige, aber sehr deutliche Punkte. Punkt 1 war, Österreich sollte als eigenständiges Land wiederhergestellt werden. Punkt 2, der Anschluss Österreichs sollte für null und nichtig erklärt werden. Aber Punkt 3, ein sehr wichtiger Punkt, Österreich soll sich auch seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg gewahr sein und wird in seiner Befreiung auch daran gemessen, wie viel es selbst beiträgt. Ein sehr wichtiges Dokument, das uns heute auch noch einmal begleiten wird. Nach Kriegsende war Österreich dann ein sogenanntes besetztes Land. Österreich war unter den alliierten Mächten in Besatzungszonen aufgeteilt. Wien hatte einen ähnlichen Status wie Berlin und war eben auch in eine sowjetische, amerikanische, britische und französische Zone geteilt. Anders als in Berlin war in Wien, der sogenannte erste Bezirk, die innere Stadt, eine interalliierte Zone, quasi gemeinsam abwechselnd verwaltete Zone. Österreich nach 1945 war zwar wieder ein eigenes Land, aber noch nicht vollkommen unabhängig. Es gab zwar eine Regierung, es gab einen Nationalrat, einen Bundesrat, aber Entscheidungen, die diese Gremien gefällt hatten, mussten vom sogenannten Alliierten Rat, von der Alliierten Kommission abgesegnet werden. Das heißt, die alliierten Machthaber hatten immer noch das Letztentscheidungsrecht. Tatsächlich saß diese alliierte Verwaltung gleich hinter mir im heutigen sogenannten Haus der Industrie am Schwarzenbergplatz. Der südliche Teil des Schwarzenbergplatzes hatte von 1946 bis 1956 auch den Namen Stalinplatz. Ja, das erinnert uns an die Probleme, die Österreich nach 1945 hatte und die Österreich eben auf dem Weg zum Staatsvertrag auch viele Hindernisse überwinden musste. Das Problem für den Weg des Staatsvertrags war einmal die politische Lage Österreichs. Als geteiltes Land zwischen dem Westen und dem Osten war es nicht klar, wo es sich politisch hin entwickeln wird. Wird sich Österreich dem Weg vieler osteuropäischer Länder anschließen und vielleicht sogar eine Volksrepublik werden und der östlichen Hemisphäre angehören? Oder wird es den entgegengesetzten Weg nehmen, wird sich ganz dem Westen anschließen und vielleicht sogar ein Mitglied des NATO-Paktes? Es gab auch andere Überlegungen, die der Meinung waren, Österreich wird vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte besetzt werden. Diese Idee spiegelt sich auch in einem sehr bekannten österreichischen Nachkriegsfilm, dem 1. April 2000 wider. Heute würde man sagen, ein Propagandamachtwerk der österreichischen Regierung, auch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die alliierten Machthaber. Österreich hätte sich einen Staatsvertrag verdient. Tatsächlich war es die politische Lage, die das Ganze in die Länge gezogen hatte. Einerseits gab es Klärungsbedarf, was mit dem sogenannten deutschen Eigentum passieren sollte. Gerade die Sowjets hatten große Industrieanlagen, auch zum Beispiel die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft oder die Raffinerieanlagen und Erdöllieferanlagen beschlagnahmt. Da wollte man genauere Klärung, wie damit zu verfahren sei. Es war auch eine politisch schwierige Zeit, denn gleich nach dem Zweiten Weltkrieg entbrannte ein zweiter Krieg, der zwar nicht tatsächlich von den Mächten ausgefochten wurde, aber politisch stark war, der sogenannte Kalte Krieg. So blieb Österreich, obwohl die Verhandlungen zum Staatsvertrag gleich nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzten, lange im sogenannten Warteraum sitzen. Die Sowjets waren oft das Zünglein an der Waage. Den Sowjets wird auch hier am heutigen Schwarzenbergplatz gedacht, und zwar mit diesem Denkmal. Das Denkmal, das im Volksmund den Namen Russendenkmal hat, das leider nicht genau zutrifft,
denn es ist das sogenannte Befreiungsdenkmal und erinnert an die sowjetischen Soldaten, an die sowjetische Armee, die Österreich befreite, die vor allem auch Wien befreite. Es erinnert an die letzten Apriltage und an die Schlacht um Wien, in der 17.000 bis 18.000 sowjetische Soldaten ihr Leben ließen. Dieses Denkmal wurde von der sowjetischen Armee hier platziert und tatsächlich wird auch im Staatsvertrag festgeschrieben und festgehalten, dass sich die Republik Österreich um dieses Denkmal kümmern soll und es erhalten soll. Ja, wir sind jetzt in Richtung Staatsvertrag unterwegs. Unser Weg führt uns jetzt unweit des Schwarzenbergplatzes zum Schloss Belvedere. Aber wie kam es nun dazu, dass der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde? Wie wir gehört haben, war Österreich 10 Jahre lang, von 1945 bis 1955, ein besetztes Land. Während dieser Zeit hatte man immer wieder darauf plädiert, dass man Österreich doch befreien möge. Aber dies scheiterte hauptsächlich am Widerstand der Sowjetunion. Im Frühjahr 1955 kam es dann wieder zu Verhandlungen, genannt Moskauer Memorandum. Und da hat man dann wieder erinnert an die Moskauer Deklaration von 1943 und das Versprechen, dass Österreich ja wieder ein freier Staat werden sollte. Und die Sowjetunion hat nun gesagt, okay, wir können zustimmen, aber nur unter der Voraussetzung, dass Österreich ein neutraler Staat werden wird. Das hat nun die Voraussetzungen geebnet für die Verhandlungen zum österreichischen Staatsvertrag. Und schließlich war es endlich soweit. Der Tag, den die Österreicher und Österreicherinnen für 10 Jahre herbeigesehnt hatten, der 15. Mai 1955. An diesem Tag wurde der österreichische Staatsvertrag in diesem Gebäude im Schloss Belvedere, genauer gesagt im Marmorsaal in der ersten Etage des oberen Belvedere, unterzeichnet. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum sprechen wir überhaupt von Staatsvertrag und nicht von Friedensvertrag? Denn schließlich war das ja im Prinzip ein Vertrag, der nach einem Krieg abgeschlossen wurde. Naja, die Österreicher haben sich dagegen gewehrt, diesen Begriff zu verwenden. Denn es gab bereits einen Friedensvertrag mit Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, der sehr negativ konnotiert war für die Österreicher. Und man wollte auch nicht als Aggressor gesehen werden im Zweiten Weltkrieg. Also man wollte nicht als Land betitelt werden, das diesen Krieg gestartet hat. Also die aktiv diesen Krieg betrieben und gefördert haben. Und somit kam es zu dem Begriff Staatsvertrag. Wie kam es jetzt dazu, dass dieser Vertrag so aussieht, wie er aussieht? Was beinhaltet er überhaupt? Also ganz wichtig, was steht drinnen? Kein Anschluss mehr an Deutschland, also Anschlussverbot. Verbot von nationalsozialistischen Organisationen und Teilorganisationen. Dann wurde die Frage geregelt, was passiert mit dem deutschen Eigentum und dass die Minderheitenrechte gewahrt werden müssen. Also das steht unter anderem als wichtige Punkte in diesem Staatsvertrag festgeschrieben. Was interessanterweise nicht drinnen steht, ist eben dieses Neutralitätsgesetz. Das war zwar eine Voraussetzung, dass Österreich eben zu einem freien Staat werden sollte, aber es steht nicht im Staatsvertrag drinnen. Das war das erste Gesetz, das Österreich als freier Staat dann im Oktober 1955 selbst eben beschlossen hat. Aber es steht nicht im Staatsvertrag. Und was auch interessant ist, mit diesem Staatsvertrag wird eben explizit noch einmal darauf hingewiesen, dass Österreich eine Opferrolle zukam beim Zweiten Weltkrieg. Denn ursprünglich stand nämlich sogar im Staatsvertrag drinnen, also in diesen Notizen zum Staatsvertrag, dass Österreich eine Mitschuld hatte am Zweiten Weltkrieg. Und wenn man sich diese Notizen aber ansieht, sieht man, dass Leopold Figl diesen Passus ausgestrichen hat, also der österreichische Außenminister, und daneben seine Bemerkungen gemacht hat. Und tatsächlich konnte er die Verhandlungen dazu führen, dass dieser Passus wirklich herausgenommen wurde aus dem österreichischen Staatsvertrag. Was dann natürlich das Geschichtsbild und das Selbstverständnis der Österreicher die nächsten Jahre sehr geprägt hat. Jedenfalls hier vor dem Belvedere, hier in diesem wunderbaren Barockgarten, da spielte sich jetzt eben diese Szene ab am 15. Mai 1955, die allen Österreichern und Österreicherinnen sehr bekannt ist. Eine große Menschenmasse hat sich hier versammelt. Oben im
Marmorsaal des Belvedere wurde eben dieser Staatsvertrag unterzeichnet, und zwar von den Außenministern und ihren Vertretern vom Alliierten Rat. Also da haben wir Molotow, Pinay, Dulles und Macmillan und natürlich den österreichischen Außenminister Leopold Figl. Bekannt dann eben diese große Fernsehszene, die eben übertragen wurde, dass dann die Signatare auf den Balkon hier herausgetreten sind. Leopold Figl zeigt den Staatsvertrag her, die Menge jubelt, und dann hat man eben noch sehr publikumswirksam die Worte dazu geschnitten, die Leopold Figl im Saal während der Unterzeichnung gesagt hat: Österreich ist frei. In der Tat war es aber mit dieser Unterzeichnung am 15. Mai noch nicht getan, denn der Vertrag musste erst noch ratifiziert werden, also bestätigt werden. Das ist dann in mehreren Schritten passiert, hat ein bisschen gedauert, genauer gesagt bis zum 27. Juli 1955. Und damit war nun Österreich offiziell ein freies Land. Und damit begann auch die Abzugsfrist der Besatzungssoldaten. Man hat dann länger überlegt, also es hat bis zu 10 Jahre dann tatsächlich gedauert, sich einen Nationalfeiertag zu überlegen, und da stand natürlich auch in der Überlegung, entweder den 15. Mai zu nehmen oder den 27. Juli, eben als Tage, an denen der Staatsvertrag unterzeichnet und bestätigt wurde. Aber man hat sich dann dagegen entschieden. Nationalfeiertag wurde der 26. Oktober, also jener Tag, an dem das Neutralitätsgesetz beschlossen wurde. Dazu findet ihr aber mehr in einem anderen Video, das wir bereits gemacht haben, eben zum Thema 26. Oktober, Neutralitätsgesetz, Nationalfeiertag. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Der 15. Mai, ein wichtiger Tag für Österreich, aber kein Feiertag. Also wir haben es hier nicht mit einem offiziellen Feiertag zu tun, aber trotzdem sehr, sehr wichtig für die österreichische Geschichte. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Ein bisschen wieder was aufgefrischt und vielleicht einiges klar gemacht. Könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne mehr solche Informationsvideos hättet und wie ihr es gefunden habt, was ihr noch anmerken wollt. Und wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo.